Ich bin Ulrike Meyer. Ich bin seit 2004 selbstständig mit meiner Firma Connecting Talents und vermittle Menschen zueinander, miteinander, führe sie zusammen, bewege mich in diesem Spektrum Netzwerken, Recruiting, Headhunting, Personalsuche, bin außerdem Dozentin an Designhochschulen für den Bereich Portfolio und Bewerbung und berate Einzelmenschen. Also ist auch so ein bisschen so ein Feld zwischen Coaching und Beratung, wenn es darum geht, wer bin ich, was kann ich und wie zeige ich es. So, das ist so mein USP. Ich habe Kommunikationsdesign studiert an der Universität in Wuppertal bei Professor Bartzon-Brock damals, Diplom 95, also schon ein bisschen was her. Habe danach alle möglichen Dinge ausprobiert. Ich war nie als Grafikerin tätig, sondern bin auf die andere Seite gewechselt als Kundenberaterin, Projektmanagerin und habe dann in dieser Zeit auch irgendwie so ein bisschen meine Berufung entdeckt, in diesem Personalbereich tätig zu sein. Und bin 2000, als ich nach Berlin kam, bei Designerdoc angekommen, habe da den Kreationsbereich mit aufgebaut und da so ein bisschen wirklich gespürt, okay, das ist es so. Ich nenne es mal bezahltes Netzwerken. Ich habe mich in meiner Selbstständigkeit spezialisiert damals auf die Branche Corporate Identity und Design. Und daraus wurde dann Branding und Design und heutzutage hat sich das sozusagen noch weiter geöffnet. Aber ich habe sozusagen immer unter diesem Dach eigentlich Menschen gesammelt und kennengelernt und recherchiert in ganz verschiedenen Feldern, also Marke im Raum, diese ganzen Disziplinen, die für Ausstellungen zum Beispiel gebraucht werden, ne? Auch jetzt mit den heutigen Tools wie VR und AR und was immer, was dazugehört. Und ansonsten Markenentwicklung, Designentwicklung, alle Disziplinen, die da in diesem Feld tätig sind, die sammle ich, auch Editorial Design natürlich, so klassisch noch, aber wirklich immer unter dem Qualitätsaspekt, wirklich gute Designer suche ich da und lerne sie kennen und vernetze sie eben mit den Arbeitgebern. Ich bediene so 3 Bereiche eigentlich in der Branche. Also ich suche einmal ganz stark Fokus im kreativen Bereich, also Kreationsdesignbereich, dann im Bereich Strategie und Konzeption und im Bereich Account und Projektmanagement. Also so die klassischen Agenturfelder und arbeite aber auch für Unternehmen, je nachdem, meistens dann im Marken- und Design-Brandmanagement-Kontext. Mich haben schon immer Menschen sehr interessiert, das ist auch unverändert, tatsächlich nach 20 Jahren jetzt in dem Beruf. Diese Begeisterung für Leute, die begeistert sind von etwas, die eine Passion haben, die etwas besonders gut können, die irgendwelche Begabungen haben, die vielleicht auch Unterstützung brauchen. Also es gibt so 2 Dinge, wo ich so die größten Glücksgefühle habe in meiner Tätigkeit. Das ist einmal tatsächlich die Lehre, also die Zusammenarbeit mit jungen Menschen, auch diese Möglichkeit zu haben, sie darin zu unterstützen, eben entspannter zu sein, so ein bisschen gelassener zu werden. Viele haben große Ängste und Befürchtungen, was ihre Zukunft angeht, und ihnen da so ein bisschen Tools mitzugeben, wie sie klarkommen mit dem Beruf und mit dem Einstieg ins Berufsleben und der eigenen Identität als Gestalter und so weiter. Das ist was mich sehr beflügelt und was mir immer wieder Energie gibt. Also ich habe immer wieder Lehraufträge und mache Workshops im Bereich Portfolio und Bewerbung an verschiedenen Designhochschulen in Deutschland. Und das andere, was mich auch immer wieder begeistert oder wo ich dann wirklich glücklich bin, ist, wenn ich es schaffe, wirklich so aus einer Intuition heraus Menschen zusammenzubringen, jetzt im beruflichen Kontext, also besondere Gestalter, Berater, Strategen kennenzulernen und auf der anderen Seite, auf der Kundenseite zu wissen, dass da ein Bedarf ist in einem bestimmten Spektrum und dann diese Menschen zusammenzubringen und wenn da dann etwas Erfolgreiches entsteht sozusagen, also aus den Zusammenkommen dieser Menschen, die ich zusammengebracht habe, das ist eine große Befriedigung, wenn das funktioniert. Also das IDZ habe ich schon in den 90ern kennengelernt, tatsächlich auch durch Bartzon-Brock damals.
der uns ja immer in alle möglichen Richtungen geschickt hat als Studierenden, in alle möglichen Städte, um zu recherchieren und Dinge zu lernen und kennenzulernen. Ich hatte danach, als ich nach Berlin zog, immer wieder Phasen, wo ich intensiv Kontakt hatte zum EDZ und unter verschiedenen Direktoren sozusagen, mal mehr, mal weniger. Und ich finde, das ist ein tolles Netzwerk. Es hat wirklich wichtige Themen auf der Agenda. Es supportet Design in der Wirtschaft, in der Gesellschaft und stellt die richtigen Fragen aus meiner Perspektive und hat auch die richtigen Themen im Moment im Fokus mit dem Eco-Design und UX-Design. Und das gefällt mir sehr. Ne? Also es ist jetzt eigentlich das, was auf eine andere, viel größere Art, was ich auch mache, ja, es versucht, die Menschen zu vernetzen, ne? Nutzbringend zu vernetzen. Also ein Buch, was ich gerne empfehlen würde, ist von 3 jungen Designerinnen, 2019 erschienen, Not Amuse, New Perspective on Women Graphic Designers in Europe. Da haben 3 junge Studierende, die sich in ihrem Master zusammengefunden haben, 2015 festgestellt, wie wenig weibliche Designerinnen bekannt sind, wie wenig Frauen überhaupt im Studium auftauchen als Vorbilder und haben das zu ihrer großen Recherche gemacht, haben ein tolles Buch gestaltet, das auch wirklich schön ist, schön anzugucken mit interessanter Gestaltung, guten Texten, guten Interviews. Und der Nikli Verlag hat es 2019 rausgegeben. Das hat mich sehr begeistert, einfach weil ich dieses Thema kenne, schon aus den 90ern in meinem Studium. Wie wenig Professorinnen es damals gab, hat sich schon viel geändert seitdem. Aber ich finde es trotzdem immer noch ein interessantes Thema, auch gerade in unserer Branche. Ne? Wo sind die Frauen?